Trainerzeit war es meine schönste Zeit und natürlich auch die erfolgreichste. Der größte Moment seiner Trainerkarriere. In seiner ersten Saison bei Borussia Dortmund gewinnt er den DFB-Pokal. Horst Köppel, einer der Helden von Berlin 1989. Nach 23 Jahren gewinnt Schwarz-Gelb mal wieder eine Trophäe. Unglaublich. Also ich habe ja schon viele Feiern mitgemacht mit Mannschaften als Spieler, aber auch schon als auch Trainer auch. Aber das war schon sensationell. Also die Jungs, die waren alle 100% fit und für sie war es, ich glaube für alle war es ein riesengroßes Erlebnis. Für Horst Köppel ist es das erste Pokalfinale überhaupt. Und bei seiner Premiere muss er eine folgenschwere Entscheidung treffen. Seinen Mittelstürmer plagt eine Knieverletzung. Ich habe diese Nacht wirklich ganz schlecht geschlafen, aber nicht jetzt wegen dem Endspiel, sondern wegen dem Nobby. Weil ich wusste, dass der unheimlich gerne spielen wollte. Und ich wusste aber auch, dass es ein wahnsinnig großes Risiko war, ihn spielen zu lassen. Und ich muss sagen, im Nachhinein, das war absoluter Glücksfall. Ich habe ihn spielen lassen und was passiert? Er wird der entscheidende Mann auf dem Platz. Und so viel Glück kannst du normalerweise nicht haben, aber wir haben es gehabt und sind dann, ich sage es mal, verdient Pokalsieger geworden. Die Geburtsstunde eines wunderbaren Rituals, das Horst Köppel und Nobby Dickel bis heute pflegen, wann immer sie sich wiedersehen. Dann schreit er schon von 20 Meter Entfernung Weltbester Trainer und ich schreie dann halt zurück Weltbester Torjäger. Und das ist schon auch toll und wir freuen uns auch immer, wenn wir uns sehen. Horst ist einfach ein offener Mensch, ein lebensbejahender Mensch, einen, den man gerne hat. Und er muss ja ein guter Trainer sein, sonst wären wir nicht 89 Pokalsieger geworden. Vor seiner Trainerlaufbahn war Köppel selbst ein herausragender Stürmer. Knapp 52 Jahre lang hält er den Rekord für die meisten Bundesligatore eines Teenagers. 24 Mal trifft er, bevor er 20 wird. Erst im Februar 2020 übertrifft Jadon Sancho als bislang einziger diese Marke. In dieser Zeit sorgt Horst Köppel auch für eine Bundesliga-Kuriosität. Früher hatte ich natürlich schon auch als junger Spieler wenig Haare. Und da gab es ein Haarstudio in Stuttgart, die so Haarweaving machten. Ich konnte mir da gar nichts drunter vorstellen. Und da wurden diese bestehenden Haare mit einem Art Toupet miteinander verbunden und mit Faden und fest genäht. Nur ich habe den Fehler gemacht, ich habe das dann gemacht und habe dann einen Vertrag unterschrieben, den ich natürlich wieder nicht richtig gelesen habe, dass ich, wenn ich aussteige, so und so viel Konventionalstrafe zahlen musste. Habe ich total übersehen. Da ich ja Schwabe bin, hat mich das natürlich schon interessiert, das Finanzielle. Also läuft Horst Köppel 4 Jahre lang mit unnatürlicher Haarpracht auf. Ich weiß noch, in Köln beim Spiel Heinz Zimmert wollte es mal runterziehen. Man konnte es nicht runterziehen, sonst hätte ich es ja nicht aufgezogen. Das war kein normales Toupet, um nochmal zu sagen. Insgesamt erzielt Köppel 83 Tore in 308 Bundesligaspielen zwischen 1966 und 1979 als Stürmer für den VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach. Mit den Gladbachern wird der Schwabe 5-mal deutscher Meister und 2-mal UEFA-Pokalsieger. Köppel absolviert 11 Länderspiele, wird 1972 Europameister und nach seiner aktiven Karriere Trainer. Seine erste Station als Chefcoach ist Bielefeld. Trotz der verheerenden 1:11-Pleite in Dortmund führt er die Arminia auf den 8. Rang ihrer historisch besten Platzierung. 1986 wird er als Co. von Franz Beckenbauer in Mexiko Vize-Weltmeister. 1988 übernimmt er den BVB. Der Frank Pagelsdorf, der war entscheidend damit. Der hat den BVB auf meinen Namen gebracht. Und zwar, weil ich ihn als Spieler hatte in Bielefeld. Und er gesagt hat, es ist ein Mann, der mit jungen Spielern gut kann. Und Dortmund war ja damals auch nicht so wie heute, mit viel Geld ausgestattet. Die waren ja ziemlich pleite. Die hatten keine große Mannschaft und mussten auch aus den Amateuren oder Jugendmannschaft Spieler aufbauen. Und da hat der Frank Pagelsdorf gesagt, das hat er in Bielefeld so gut gemacht. Ich glaube, das wäre der richtige Mann für uns. Und dann kam der Anruf von Dr. Niebaum und wir haben uns getroffen. Ja, und dann kam es so zustande und war ganz gut im Nachhinein. Die Erwartungen nach einem 13. Platz in der Vorsaison sind bescheiden.
Wir wollen natürlich ziemlich gut aus den Startlöchern kommen, dass wir nicht von Anfang an wieder unten mitspielen. Wir haben ja letztes Jahr hier bis zum letzten Spieltag zittern müssen um die Relegation. Und aus dem Grund ist ein Start sehr wichtig. Wenn dann im Endeffekt ein 9. Platz rauskommt, bin ich im ersten Jahr zufrieden. Seine Premierensaison in Dortmund endet auf Rang 7. Ein Jahr später führt er den BVB auf Platz 4 und damit in den UEFA-Pokal. Nach der 3. Saison und einem 10. Platz hinterlässt er 1991 seinem Nachfolger Ottmar Hitzfeld ein bestelltes Feld. Ich wusste ja, dass es schwer ist und das hat sich auch immer bewahrt in Dortmund, dass der Trainerjob nicht ganz so einfach ist für alle, die da waren. Und man hat ja auch gesehen, wie oft gewechselt wurde. Die Trainerzeit war es meine schönste Zeit und natürlich auch die erfolgreichste. Ja, schöne, erfolgreiche Zeit, wo man gerne zurückdenkt. In der Folge nimmt er Trainerjobs in aller Herren Länder an. Und in Abu Dhabi war es wirklich so, dass der Scheich, der hatte gar keine Ahnung. Der wollte nur gewinnen und das haben wir nicht so oft. Da hat er gesagt, da muss ich mir wieder einen anderen Trainer holen. Ich glaube, er hat innerhalb von einem Jahr 3 oder 4 Trainer gehabt. Also Geld hat bei dem keine Rolle gespielt. Über die Abfindung wurde da gar nicht gesprochen. Das war für den ganz klar. Von 1999 bis 2004 kehrt er zum BVB zurück. Zunächst als Scout, später als Trainer der 2. Mannschaft. 2009 endet sein letztes Engagement in Ingolstadt. Seither ist er Fußballrentner. Die goldene Hochzeit hat er mit seiner Frau Edith bereits gefeiert. Die beiden haben 2 Töchter, einen Sohn und 4 Enkelchen. Ja, also langweilig wurde es bisher noch nicht und das ist schon mal gut. Ja, ich reise relativ viel, ich spiele Golf und im Grunde bin ich gläubig und ich muss sagen, ich glaube auch an das Leben danach und das, glaube ich, tut jedem gut. Aber bis dahin ist ja noch jede Menge Zeit, lieber Horst. Heute gratulieren wir dir erst einmal ganz herzlich zu deinem 75. Geburtstag. Hallo, mein lieber Freund Horst. Ich wünsche dir zu deinem 75. Geburtstag alles erdenklich Gute, verbunden mit dem Wunsch nach ewiger Gesundheit. Bleib so, wie du bist, ein guter Freund. Mach's gut, der Nobby.